Hallo meine Lieben, heute habe ich ein Mini-Scrapbook für euch, welches ich mit der Labelstanze erstellt habe. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch gleich. Damit ihr seht, wie das Ganze aussieht, was wir heute basteln, neben dieses Scrapbook mit Labeln gemacht. Wir haben hier vorne eine Bindung, wo man das dann öffnen kann, und dann sind innen drin 6 Labels, die jeweils vorne und hinten so eine kleine Einstecktasche haben, und da ist ein Tag drin, der wo vorne was drauf ist und hinten Platz hat, um was hinzuschreiben. Ich stelle mir das so als Idee vor, dass man zum Beispiel hier Hochzeit, wenn man dem Hochzeitspaar für jeden Monat irgendeinen Gutschein in irgendeiner Form machen will oder auch einen schönen Spruch oder sonst jemandem eine Freude machen will. Ich dachte einfach, es bietet sich an mit 6 Tags mit 12 Seiten, dass man die Monate nimmt, aber da könnt ihr alles andere natürlich auch reinmachen. Da müsst ihr nicht auf die Monate gehen. Aber naja, halt einfach unterschiedliches Designpapier verwendet, damit das Ganze so ein bisschen Spiel kriegt. Und hier eben 12 Seiten. Und ja, genau das machen wir jetzt. Also starten wir zuerst mal mit der Hülle von diesem Scrapbook. Da braucht ihr einiges. Einerseits ist es hier so ein langes Stück, das ist 25,5 cm mal 8,5 cm. Dann ein kürzeres für innen, das ist 23,2 cm mal 6,3 cm. Dann brauchen wir für diese, um das Scrapbook zu schließen, brauchen wir hier ein Stück, das ist 10 cm mal 6 cm. Dann brauchen wir Pappe, und da habe ich zweimal 10 cm mal 6,5 cm. Dann einmal 3 cm mal 6,5 cm, das ist hier der Rücken. Dann um das Ganze zu matten, damit es dann auch schön aussieht, haben wir hier zweimal also je zwei einfach mit einem Muster, habe ich hier 9,7 cm, das sind alle 9,7 cm mal, andere Richtung, sind alle 9,7 cm mal die 6,1 cm, das viermal, je zwei, Und dann noch für hier innen und den Rücken außen, da brauchen wir zweimal 3 cm mal die 6,1 cm. Wenn ihr euch fragt, was das für ein Papier ist, ich habe das hier mal gekauft, das ist schon eine Weile her. Das ist von der Mikro Design Block Hochzeit. Da hat es 40 mal 15,2 mal 15,2 cm Blätter drin. Ihr seht, das ist bei mir schon rege gebraucht. Aber da könnt ihr echt einfach irgendeinen Design nehmen, der euch gefällt. So, jetzt die Mattung legen wir kurz beiseite. Und wir kümmern uns jetzt zuerst um die Ummantelung. Ich lege mir das Stück hier auf den Tisch, und dann lege ich mir einfach diese Pappe mal zuerst zurecht, bevor ich anfange zu kleben. Einfach, dass hier und auf den Seiten und oben ungefähr gleich viel Abstand ist. Und wenn ihr euch so fragt, wie viel Abstand muss ich denn hier zwischen den Stücken haben, weil es muss sich ja dann einfach biegen lassen, und deshalb lasse ich hier mal so ein bisschen Abstand, und ihr könnt euch orientieren, so wenn ihr ein Lineal dazwischen legt. Wenn ihr so ein Lineal dazwischen legt, das ist ungefähr diese Breite. Was ich dann mache, ist effektiv, ich lege mit dem Lineal oben hin, möglichst gerade,
Ist auch nicht so schlimm, wenn es nicht hundertprozentig genau ist, weil die Kanten, die wir umlegen, die werden dann mit dem Designpapier verdeckt. Von dem her, wenn das nicht überall gleich viel Abstand hat, dann ist es auch nicht so schlimm. Wenn man im ersten, dann geht es einfacher. Ich nehme das Mittelstück und dann mache ich hier Flüssigkleber drauf. Das ist ganz normaler Zementit-Flüssigkleber bei mir. Da gebe ich ordentlich von drauf. So, und lege das hier oben an den Lineal dran und drückt es fest. Wenn es euch einfacher geht, ihr könnt auch ganz am Anfang hier oben einfach mit dem Bleistift eine Linie zeichnen. Das sieht man ja nachher sowieso nicht mehr. So, und jetzt kann ich die anderen beiden Stücke auch aufkleben. Ich merke gerade, es geht einfacher, wenn ich hier gleich den großen nehme und nicht mit dem kleinen versuche zu arbeiten. Zementitkleber, den bringe ich hier auf die Pappe drauf. So, und jetzt kann ich mir den Lineal einfach an dieses Stück, was ich schon aufgeklebt habe, dran bringen. Dann weiß ich, ich bin auch gerade und eben mit einem kleinen Abstand zu dem, was ihr schon geklebt habt. Wenn euch hier so ein bisschen Kleber rausquillt, ist nicht schlimm, weil wir klappen das eh gleich um. Ja, guckt ihr einfach, dass ihr ungefähr den gleichen Abstand habt, wie ihr vorher auf der anderen Seite hattet. Damit sich das dann besser umklappen lässt, gehe ich einfach mit dem Falzbein hier den Kanten entlang. So, und was ich dann auch noch machen muss, ist hier, ich merke gerade, dass ich da nicht ganz am Papier war. So. Und dann müssen wir die Ecken abschneiden. Geht einfach nicht komplett an die Pappe ran, weil sonst sieht man dann, gucken dann die Ecken raus, so mit einem kleinen Abstand. Hier die Ecken abschneiden. So, und jetzt könnt ihr hier das Papier umlegen. Am einfachsten geht es, wenn ihr da nochmal mit dem Falzbein so ein bisschen nacharbeitet. Hier schön draufdrücken. Upsi. Und dann dem Papier so ein bisschen helfen, dass es sich gut um die Pappe legt. Und dann können wir das hier auch schon festkleben. Wenn ihr lieber mit Doppelklebeband arbeitet, geht auch das. Ich arbeite einfach gern mit dem Flüssigkleber und deshalb mache ich das so. Dauert ein bisschen länger, bis er anzieht natürlich, als wenn ich das mit einem Doppelklebeband mache. Aber naja, Präferenzsache. Wenn es ein bisschen zu viel Papier dann war, könnt ihr immer noch die Ecken so ein bisschen zurechtschneiden. Lieber nachher ein bisschen mehr schneiden, als dass ihr zu wenig habt und euch hier die Pappe an den Ecken rausguckt. So, jetzt hätte das hier, ist jetzt natürlich steif wie ein Brett. Und dann müssen wir im Papier ein bisschen nachhelfen, damit sich das biegen kann. Da geht ihr einfach mit dem Falzbein rein in diese Lücke und helft so dem Papier so ein bisschen, dass es sich biegen kann. So, und dann seht ihr auch, geht es auch ohne, dass es reißt und wir haben hier eine schöne Ummantelung.
Jetzt wäre das innen natürlich nicht schön, wenn das so bleiben würde, und deshalb haben wir auch dieses zweite Stück, ne, diese 23,2 cm, 23,2 cm mal die 6,3 cm, und das kleben wir jetzt auch hier drauf. Das Schöne beim Flüssigkleber ist, na, ich kann hier noch ein bisschen hin und her ruckeln, damit das dann wirklich schön mittig ist. So in etwa. Und dann mache ich das auch mit dem Falzbein fest. Wenn euch hier so ein bisschen Kleber rausgeht, auch kein Thema, dann zieht ihn einfach ab. So, und jetzt haben wir auch hier wieder das Problem, dass es wieder gerade ist, und da guckt ihr einfach, wo diese Lücke ist, und geht hier auch mit dem Falzbein wieder rein. Wunderbar, nichts gerissen. Und wir haben innen eine schöne Ummantelung. Jetzt, bevor wir die Mattung drauf machen, müssen wir noch hier diese Lasche machen. Da nehmt ihr das Papier, was 10 x 6 cm ist, und das müssen wir noch kurz falzen. Und zwar einmal bei 2 cm und einmal bei 5 cm. Beim ersten gehe ich hier drüben gucke ich hier 2 cm, falze das, dann drehe ich es um und mache das noch bei 5 cm. Bevor ich jetzt die Falzlinie nachziehe, mache ich kurz hier mit der Labelstanze. Ich will ja, dass es hier so diese schöne Labelform auch hat, die die Labels selber haben. Und hier habe ich gefalzt, das heißt hier sind 2 cm, das sind 5 cm. Das heißt, da wo das längere Stück, was nicht gefalzt ist, das gebe ich in die Stanze rein. Möglichst mittig. So, und dann habe ich hier wunderbar diese Labelform. Und jetzt kann ich die Falzlinien nachziehen. Und ich mache das jeweils so, weil das verschwindet ja dann in der Mattung drinne. Hier. Das ist dann so. Deshalb schräge ich hier auch die Kanten nicht an, sondern lasse das wirklich ganz so stehen. Und jetzt können wir das hier hinten dran kleben. Das heißt, wir geben hier, wo diese 2 cm Lasche ist, geben wir Kleber drauf. Dann gebe ich lege das hier an, wo die Falzlinie ist, und richte das mittig, und richte das mittig an, dass hier auf beiden Seiten gleich viel Abstand ist. So. Und einfach gucken, dass ich es noch umlegen kann, hier. Und dann können wir hier hinten das noch festmachen. So, und das wird dann mein Verschluss für dieses Scrapbook. So, und jetzt gehen wir hin und matten das Ganze. Mit diesen Teilen, wo ich gesagt habe, die 2 x 3 cm mal 6,1 cm und dann jeweils
9,7 cm mal 6,1 cm und ich will dieses hier außen haben und dieses hier wird drinne sein. Von dem her mache ich jetzt zuerst gleich das Äußere. Drehe das hier kurz auf den Kopf. Dann kann ich mich besser hier orientieren an der Seite. Dann gibt ihr das einfach mittig von oben und unten und auch von dieser Falzlinie und der Seite hier gibt ihr das mittig drauf. Dann diese Seite hier. Respektive ich gehe zuerst in die Mitte, dann kann ich wirklich gucken, dass das schön sauber von der Höhe abschließt. Das heißt, ich gucke hier wirklich auf zwischen diesen beiden Falzlinien und dass es auf derselben Höhe ist wie das, was ich schon geklebt habe. Und dann noch die zweite Seite. Da guckt ihr jetzt hier einfach, dass ihr schön gerade rüberkommt und hier dieses Label drunter liegt. So, dann haben wir hier schon mal die äußere Seite. Hier drauf gebe ich kein Label drauf, sondern ich stanze mir hier so einen Kreis aus, jeweils 2, aber das machen wir dann am Schluss, um das Ganze zu schließen. Respektive, nee, machen wir gleich, weil dann kann ich es einfach auf den Tisch legen, um das zu kleben. Funktioniert dann auch ein bisschen besser. Also, Kreisstanzen. Ich habe hier eine Kreisstanze, die ist 2,5 cm im Durchmesser. Und da nehme ich einfach von dem Reststück von dem Papier, was ich hier drauf hatte, und stanze mir hier einen Kreis aus. Und jetzt, damit ich hier dieses Loch habe, gehe ich hier kurz nur in der Mitte mit der Schere ganz kurz, steche ich hier rein, damit ich sehe, wo das zu liegen kommen muss. Und dann habe ich hier so eine Handstanze. Respektive geht eigentlich einfacher, wenn ich hier hin gucke. So. Dann habe ich hier wunderbar ein Loch drin. Und dann haben wir ja hier, um den Verschluss zu machen, auf der anderen Seite auch nochmal einen Kreis. Und den habe ich doppelt genommen, dass es ein bisschen schwerer ist. Den habe ich mit dem Papier gemacht, was ich für die Ummantelung verwendet habe. Das heißt, ich mache hier auch, stanze hier auch 2 Kreise aus. Und klebe die aufeinander. Dann mache ich hier möglichst mittig auch noch ein Loch rein. So, bitte. Kurz hier zurechtschneiden, weil meine Stanze nicht ganz sauber geschnitten hat oder gestanzt hat. So, und das kommt dann hier draußen hin, und zwar so ein bisschen von dem hier entfernt. Und bevor ich das festklebe, brauche ich hier diese Schnur oder dieses Band. Das ist in etwa 30
Zentimeter. Und damit mir hier die Ecken nicht ausfransen, das passiert nämlich gleich schon mal, schräge ich das einerseits so ein bisschen ab und dann gehe ich ganz kurz mit dem Feuerzeug drüber und dann versiegelt es das so ein bisschen. Und das mache ich auf beiden Seiten. So, und dann franzt das Ganze auch nicht mehr aus. So, und jetzt ziehe ich das schon mal durch den ersten Kreis durch. Und ziehe das so zurecht, dass es ungefähr mittig ist. Halb, halb, ne? Und lege das so ein bisschen hin, dass das wirklich flach, so flach wie möglich liegt, und gebe da Kleber drauf. Und dann klebe ich das auf den Deckel drauf. Und dann gucke ich einfach, wenn ich das hier in diese Falzlinie fallen lasse, wo muss das hier drauf. So, und dann drücke ich das ganz einfach fest. Dann haben wir hier auch schon den Verschluss. Jetzt haben wir noch die Innenseite. Da hatte ich ja dieses Designpapier und die klebe ich jetzt auch hier fest. Und dasselbe noch auf der anderen Seite. Was wir auch nicht vergessen dürfen, ne? Wir haben jetzt hier die Mattung, wir haben die Mattung hier und hier ist es blank. Von dem her hatten wir hier auch noch ein Teil, was drauf muss. Das waren ja beide gleich große Stücke. So, und dann, der Kleber und ich heute wollen noch nicht so ganz dasselbe, aber kriegen wir noch gebacken. So, dann haben wir hier außen überall von diesem Designpapier drauf, innen drin. Hier kommt sowieso kommen die Labels dran, das heißt die Bindung. Hier, wenn ihr wollt, könnt ihr das abdecken. Ich werde das effektiv so stehen lassen. Das Einzige, was ich machen will, ist, dass ich nicht nur außen hier dieses Designpapier habe, sondern auch innen drin. Von dem her stanze ich mir einfach nochmal so einen Kreis aus. Und klebe den auch noch fest. Und da müssen wir natürlich hier das Loch auch wieder machen, damit es dann durchgeht. Und da könnt ihr euch am besten orientieren, wo ihr es von außen gemacht habt. So, und dann sieht das innen auch ein bisschen schöner aus, als wenn da der Kreis so ein bisschen durchschimmern würde. So, das war die Hülle. Für die Innenseite, das heißt diese Labels plus die Taschen und diese Einstecklaschen, brauchen wir auch wieder ziemlich viel Material. Das heißt, das Ganze besteht aus 6 Seiten, damit es dann 12 Labels gibt insgesamt. Also 12 Labels, ich meine, sorry, es sind 6 Labels und dadurch, dass ich beide Seiten verwende, habe ich dann 12 Seiten, so wollte ich sagen. Und da brauchen wir deshalb 6 Mal eben für diese Seiten brauchen wir 9,5
6,5 cm mal 6,2 cm. Dann die Mattung dafür, da habe ich mir einfach versucht, so ein bisschen ganz wild durcheinander vom Designpapier Stücke zurechtzuschneiden, und das sind 9 cm mal 6 cm. Dann, um diese Laschen zu machen oder diese Einstecktaschen zu machen, habe ich 12 mal, weil wir haben ja 12 Seiten, 12 mal 6,2 cm mal 3 cm, und dann habe ich hier noch, das sind diese kleinen Tags heißen die, die man da reinstecken kann, und das sind 4,7 cm mal 4,7 cm. Ihr könnt die so lassen. Ich mag das lieber, wenn die Ecken jeweils rund sind, und deshalb nehme ich hier einen Eckenabrunder und knipse hier ganz kurz die Ecken ab. Und dann habe ich hier so ein ja, schönere Stücke mit den abgerundeten Ecken. Das ist das, was wir brauchen. Und zuerst machen wir hier kurz die Labels, und da müssen wir mit dem Falzbrett, wieder mal zu viele Sachen auf dem Tisch hier, müssen wir immer nur auf einer Seite bei 0,5 cm falzen. Das heißt, ich lege das hier, also ich messe das hier drüben, weil dann habe ich hier mehr Anlagefläche, hier auf 0,5 cm, und dann falzen. Und da müsst ihr schon gucken, eben, dass ihr wirklich gerade Linien habt, weil das bestimmt dann, wie gut dann die Labels effektiv aneinander wie gut sich die Label aneinander aufreihen lassen. So, und das war das. Und die Falzlinien ziehen wir auch gleich noch nach. Wenn ihr euch fragt, warum ich mit dem Falzbein auch noch den Kanten entlang gehe, ich habe das nicht mit dem Hebelschneider, sondern mit der Schneidermaschine geschnitten, und das gibt dann immer so einen kleinen Rand, der so ein bisschen aufsteht, und das mag ich halt einfach nicht. Deshalb versuche ich das mit dem Falzbein jeweils wieder so ein bisschen zu glätten. Und dann geht ihr hin und klebt die Mattung drauf. Das ist effektiv so, dass ihr hier vorne ganz dran geht, weil da stanzen wir ja gleich noch, und oben und unten hat es einen ganz kleinen Abstand. Ich finde es gibt ein bisschen mehr her. Und wenn euch hier was übersteht, könnt ihr das kurz noch abschneiden. Aber es sollte eigentlich, wenn wir gut gemessen haben, sollte das eigentlich passen. So. Dann gleich auch noch die andere Seite. Und wenn ihr ein Designpapier habt, wo die Ausrichtung eine Rolle spielt, dann guckt einfach, dass so wie ihr hier gefalzt habt, so kommt es auch ins Buch rein. Das heißt, das, was gefalzt liegt, liegt immer hinten. Das heißt, wir blättern so um, und dann könnt ihr das auch hier wunderbar ausrichten. So, wenn das festgeklebt ist, dann könnt ihr mit dem in die Labelstanze rein, bis ganz hinten durchschieben. Und mit Schmackes stanzen, und dann haben wir hier wunderbar ein Label. Und das macht ihr jetzt effektiv mit allen Seiten. So, ich bin jetzt mit allen Labels durch. Das heißt, ich habe jetzt hier quasi 6 Labels, die auf beiden Seiten gemattet sind. Und jetzt brauchen wir ja noch diese Taschen. Und die Taschen machen wir wieder mit dem Falzbrett. Das heißt, wir nehmen hier diese 12 Teile, die 6,2
mal 3 cm sind. Und die werden wir jetzt auf 3 Seiten bei 0,5 cm falzen. Das heißt, jeweils auf den beiden kurzen Seiten und dann auf einer langen Seite. Und dann geht ihr hin und knickt hier oder schneidet hier die Ecke weg. Das heißt, ihr orientiert euch einfach an diesen Falzlinien und dann zieht ihr einfach die Falzlinien noch nach. Ihr habt hier quasi so eine kleine Tasche, wo dann hier diese Labels reinkommen. Und ihr seht, ich habe hier wirklich geguckt, dass ich genug Platz habe auf allen Seiten. Und diese Taschen, wenn ihr die dann alle gefalzt habt, das müssen wir dann mit allen 12 Stücken natürlich machen, kommen jetzt jeweils auf dem Label, quasi, ihr könnt euch für die Orientierung, könnt ihr immer so ein Label oder so ein Tag reinstecken und dann hier gucken, wo das ungefähr zu liegen kommen soll. So, ungefähr in dem Stil. Das heißt, wir bringen hier auf das, was wir gefalzt und umgelegt haben, da bringen wir Flüssigkleber drauf. Schiebe das hier innen drinne rein, damit ich mich am besten orientieren kann, wo ich das anbringen soll. Dann gucke ich einfach, dass es hier gerade liegt natürlich. Und mache das fest. Das macht ihr jetzt mit allen 12 Elementen. Und das kommt dann jeweils eben auf die Vorderseite plus dann noch auf die Rückseite. So, und wenn ihr dann mit den Tacktaschen durch seid und die auf allen Labels hinten und vorne angebracht habt, dann wollen wir hier ja, ein Tag hat ja immer so eine Schnur, wo es dran befestigt ist, um das so ein bisschen hier so dieses Spiel reinzubringen, braucht ihr hier 6 so von einem Geschenkband. Das ist ungefähr 13 cm lang und damit geht ihr, biegt das in der Hälfte zusammen, geht hier durch das Loch durch und dann stoßt ihr diesen beiden Enden hier, hier durch. Und dann könnt ihr das hier so ein bisschen festziehen. Natürlich nicht zu festziehen, nicht, dass ihr euch das Ganze zerreißt, wobei das sind ja jetzt 3 Schichten, die sind eigentlich schon relativ robust. Und dann könnt ihr hier die Enden dann anschneiden, aber ich mache kurz alle durch und dann kann ich alle genau gleich lang schneiden. So, dann haben wir die alle. Und jetzt ist es ja immer so, ne, die Dinger, die franzen ja immer so ein bisschen aus. Und damit ihr das könnt ihr vermeiden, also ich schneide hier ungefähr so ab. Dann nehme ich eines und gehe mit dem Feuerzeug einfach kurz hier entlang. Und dasselbe mache ich mit allen Teilen und dann versiegelt es das quasi so ein bisschen. Und dann habe ich hier einen schönen Tag dran. So, dann haben wir das mit allen gemacht. Und jetzt geht es darum, die ganzen Dinger einzukleben. Das Prinzip ist so, dass hier dran Klebstoff kommt, das so festgeklebt wird und das nächste kommt dann hier quasi ran. Das heißt, wir müssen hier wirklich gut gucken, dass wir wirklich am Anfang der Falzlinie anfangen.
Und spätestens jetzt solltet ihr das euch entschieden haben, ne? Welche Seite wollt ihr nach welcher Seite hier ankleben. Was gefällt euch am besten von der Abwechslung vom Design her? Dann bringe ich hier auf diese Lasche Kleber drauf und orientiere mich auf der Seite an der Falzlinie und gucke, dass ich oben und unten denselben Abstand habe. Dann lege ich das effektiv hin und gucke, dass das gerade zu liegen kommt, wenn es aufgeklappt ist. Also hier, ne? Und dann klebe ich das hier fest. Und jetzt könnt ihr so eines nach dem anderen dran kleben. Auch hier wie immer, ihr könnt es mit einem ganz dünnen Klebestreifen machen oder ihr nehmt den Flüssigkleber. Ich hatte jeweils die Kleber so, also ich lege das hier an die Kante, wo das letzte Label war. Dann halte ich die so zusammen und spüre mit den Fingern, dass die wirklich hier beide gleich abschließen. Und dann mache ich hier das Ganze noch fest. Und das nächste. Auch hier wieder ans letzte anschließen. Und dann gucken, dass sie auf der Seite und auf der Seite gleich hoch sind. Und wieder festmachen. Das letzte sollte euch jetzt eigentlich vor dieser Falzlinie zu liegen kommen. So, wenn die dann alle drin sind, dann müsstet ihr hier einigermaßen einen gleichen Abstand haben. Die Labels vorne oder diese Beziehung von, die wir angebracht haben, müsste hier eigentlich genug Platz haben. Und jetzt fehlen natürlich noch die Tags. Ich habe da ein bisschen vorgearbeitet. Ich habe auf diese Vierecke, die wir am Anfang hatten, habe ich effektiv mit einer Labelstanze, hier mit diesem Teil hier habe ich weißes Papier ausgestanzt und dann mit diesem Planning-Stempelset habe ich die Monate aufgestempelt und die kommen jetzt effektiv in jeder dieser Taschen rein. Weil meine Idee ist ja, dass man das jemandem quasi als Gutscheinbuch oder mit einem Spruch für jeden Monat schenkt und deshalb vorne der Monat drauf und hinten habe ich es effektiv blank gelassen, so dass man hier ein Foto oder einen Text drauf machen kann. So, und wenn ihr die Tags alle drin habt, dann könnt ihr hier mit dem Band durch dieses Loch durch, was wir ausgestanzt haben, und das Ganze vorne mit einer Schlaufe zusammenbinden. Ihr merkt, ich bin der Schlaufenmeister. Irgendwie will der nicht doch. So. Dann könnt ihr die hier so ein bisschen zurechtziehen.
ihr könnt es noch ein bisschen abschneiden, damit beide Teile gleich lang sind ungefähr. Ich würde allerdings nicht zu viel, weil je weniger ihr da an Material habt, desto schwieriger wird es, weil die Idee ist ja, dass man das auf und zu macht, ne? Also nicht nur einmal aufmacht, sondern auch immer wieder zumacht. Jetzt biege ich das kurz noch ein bisschen zurecht. So, und dann ist das schon fertig. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und ihr habt Lust, das Ganze nachzubasteln. Die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, die habe ich euch unten in die Links reingestellt. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich. Und wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt, dann klickt auch auf das kleine Glöckchen unten. Und ich hoffe, ich sehe euch in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!